Versuchst dann natürlich auch irgendwie gut ins Spiel zu kommen, hoffst auf einen vernünftigen ersten Ballkontakt und versuchst da die blauen Nasen hinter dir, versuchst das auszublenden. Ne? In Berlin geboren, in Köln heimisch geworden und jetzt Co-Trainer bei Ferencváros Budapest. Der ehemalige Fußballtorhüter Alexander Bade hat im Fußball schon eine ganze Menge erlebt. Und einmal hat er auch das Trikot des BVB getragen. Und das ausgerechnet im Derby. Was da im Stadion los war und auch vorher, nachher, das ist, kann man mit Worten sehr schwer beschreiben. Ist eine unglaubliche Erfahrung. Und als wir damals dann das Ausgleichstor geschossen haben, so ein lautes Stadion habe ich seitdem nie mehr erlebt. Und vorher natürlich auch nicht. Also das war eine Explosion der Gefühle da in dem Kessel. Das war Wahnsinn. Im Dezember 2007 unterzieht sich Roman Weidenfeller einer Schulter-OP und fällt längerfristig aus. Trainer Thomas Doll erinnert sich an Alex Bade aus gemeinsamen Tagen beim HSV und holt den damals 37-Jährigen im Januar 2008 als Backup für Marc Ziegler zum BVB. Alex nimmt dann auch wie gewohnt beim Derby gegen Schalke am 19. Spieltag auf der Ersatzbank im Signal Iduna Park Platz und sieht, wie Marc Ziegler nach einer Flanke unglücklich auf der Schulter landet und liegen bleibt. Dann machst du dich halt ein bisschen warm und dann geht es erst weiter, da setze ich wieder hin. Ist so ein Hin und Her, ein Auf und Ab der Gefühlslage auch. Nur wenige Augenblicke später wird klar, dass Alex nach der Halbzeit sein Debüt für Borussia Dortmund feiern wird. Ja, das ist so eine Sache, die habe ich halt immer nach dem Aufwärmen in der Kabine normalerweise gemacht. Jetzt bin ich halt da nicht mehr in die Kabine gekommen, deshalb habe ich es auf der Bank gemacht. Heute würde man das mentales Training nennen. Das ist einfach nur eine Geschichte gewesen. Ich habe mich versucht, nochmal einfach zu konzentrieren, zu fokussieren, versucht, alles andere auszublenden, wirklich den berühmten Tunnelblick zu kriegen, dann nur auf die Geschehnisse auf dem Platz. Dortmund liegt mit 1:2 zurück, als Bade seine Teamkollegen zur zweiten Hälfte in Empfang nimmt. Und dann vor 80.000 im Derby aufzulaufen, das gibt einem natürlich nochmal ein paar Pulsschläge mehr. Das war ja leider vor der Schalke-Kurve. Ja, es wäre auf der anderen Seite sicherlich schöner gewesen für mich, weil ich da sicherlich eine größere Unterstützung gespürt hätte. Aber trotzdem, du versuchst dann natürlich auch irgendwie gut ins Spiel zu kommen, hoffst auf einen vernünftigen ersten Ballkontakt und versuchst da die blauen Nasen hinter dir, versuchst das auszublenden. Ne? Dortmund gibt Vollgas und wird belohnt. Ja, das war sicherlich einer der Höhepunkte in meiner Karriere und da waren schon ein paar Highlights dabei. Aber ich meine, Dortmund-Schalke gespielt zu haben, das ist natürlich ganz weit oben auf meiner Liste. Und wie gesagt, dieses Gefühl, diese Lautstärke, kriege ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Das werde ich halt auf gar keinen Fall vergessen. Leider auch nicht, dass DD in dieser hitzigen Partie wenig später die rote Karte sieht und das Spiel am Ende verloren geht. Denn die zweite Hälfte endet 1:1. Der Gegentreffer absolut unhaltbar. Als Torwart sagst du immer, unhaltbar gibt's nicht, gibt nur schlechtes Stellungsspiel. Aber ganz einfach war er nicht, das muss ich zugeben. Einige Wochen später ein weiterer Höhepunkt für Bade beim BVB. Das Pokalfinale in Berlin erlebt er diesmal allerdings über 120 Minuten auf der Bank. Das war sensationell. Ich meine, der Termin war damals nicht so günstig, das war im April, glaube ich, noch. Und es war wirklich arschkalt. Aber es war natürlich ein tolles Erlebnis. Allein wenn ich noch an die Rede von Aki Watzke im Hotel kurz vorm Spiel denke, wie er die Mannschaft nochmal heiß gemacht hat. Und es war ja dann auch wirklich sehr, sehr knapp und sehr, sehr eng, in der Verlängerung leider erst verloren. War ein tolles Erlebnis. Im Februar 2018, genau 10 Jahre später, kehrt Alex Bade zurück zum BVB und wird für ein halbes Jahr Assistenztrainer an der Seite von Cheftrainer Peter Stöger. Also der BVB ist ein total emotionaler Club, wo Fußball dir aus jeder Pore entgegenströmt. Und da hast du als Fußball-Junkie
der ich ja nun mal bin, hast du da natürlich Riesenspaß, gar keine Frage. Mittlerweile hat es Stöger und Bade zum ungarischen Serienmeister Ferencváros verschlagen. Es ist eine komplett neue Erfahrung. Ich hatte mit dem ungarischen Fußball vorher fast gar keine Berührungspunkte. Ich war auch noch nie in Budapest vorher. Das ist eine tolle Stadt. Da macht das Leben wirklich Spaß. Und wir spielen halt jetzt in der Europa League, aber in einer gefühlten Champions League Gruppe. Das ist alles für den ungarischen Fußball ein toller Erfolg. Und wir haben da total Spaß dran. Dortmund und Köln sind für den 51-Jährigen die einzigen Stationen, die er als Spieler und als Trainer erlebt hat. 2 Clubs, zu denen er eine besondere Verbindung aufgebaut hat. Wenn ich im Spiel der Dortmunder sehe, dann ist außer Frage, für wen mein Herz anschlägt. Also, es macht immer Spaß. Ich war jetzt gerade zufällig beim herrlichen 4-3 in Leverkusen. Also es macht als Kölner ja nicht nur Spaß, weil man in Leverkusen gewinnt, sondern man hat einfach Spaß auch am Spiel der Dortmunder Mannschaft. Ja. Und wenn dann der Dortmunder Fanblock noch 1. FC Köln singt, dann ist die Verbindung ja klar.